zusammen und herzlich willkommen zum Weltgestalter, wo es darum geht, wie wir als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen. Mein Name ist Nicole Heimann, ich bin Künstlerin, evangelische Theologin und Autorin vom Buch Weltgestalter. Diesem Buch Weltgestalter. Wir beschäftigen uns mit dieser Serie an Videos und auch in meinem Buch mit Beziehungen. Im Grunde genommen mit einem Beziehungsnetzwerk. Zum Beispiel Beziehung zu Gott, Beziehung zu mir selber, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zur Schöpfung. Und heute schauen wir uns mal in dieser Ecke um. Wie gehen wir als Menschen miteinander um, mit anderen Menschen? Wie immer starten wir unsere Videos mit einem Fun Fact. Fun Facts sind kleine Tatsachen aus unserer Welt, die uns zum Staunen, Nachdenken und Weltgestalten anregen sollen. Der heutige Fun Fact zum Beispiel: Fast jede Kultur kennt Kunst oder irgendeine Form von Schönheit. Aber die Wahrnehmung von Farbe und Ästhetik ist kulturell und sprachlich geprägt. Zum Beispiel gibt es bestimmte Völker, die die Farbe Blau nicht kennen, dafür aber viele, viele Grüntöne. Wenn du einen Funfact hast, den du teilen willst, dann schreib ihn mir gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Mail an weltgestalter@gmail.com. Und jetzt weiter mit dem Video. Zu Beginn mal die Klarstellung: Wenn ich über zwischenmenschliche Beziehungen rede, dann meine ich nicht Partnerschaften oder Ehe unbedingt, sondern alle Beziehungen mit Menschen. Also Familie, Freunde, ja auch Partnerschaften, aber auch Kollegen und so weiter und so fort. Dass Beziehungen für alle Menschen wichtig sind, sehen wir zum Beispiel daran, dass ein Mensch sich ohne Beziehung gar nicht entwickeln kann. Ja, ein Baby wird geboren, das ist ja nicht alleine auf der Welt, sondern es wird erstmal erzogen. Es wird von den Eltern gefüttert, gewickelt, in den Arm genommen und so weiter. Und dadurch lernt es erst, wie man überhaupt sich als Mensch verhält. Marty Buber drückt es so aus: Ich werde am Du. Und man merkt auch, Beziehungen beeinflussen die Gesundheit. Gesunde Beziehungen machen uns krisenresistenter und glücklicher und umgekehrt schlechte Beziehungen oder Einsamkeit können sehr schädlich für unsere Gesundheit sein. Einsamkeit, Depressionen können genauso schädlich sein, wie jeden Tag ein Packen Zigaretten zu rauchen. Also Beziehungen sind für uns super wichtig. Das sehen wir auch in der Bibel, zum Beispiel direkt am Anfang der Bibel, in 1. Mose Kapitel 2. Da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist sehr spannend, weil im Text davor, im Kapitel vorher, war gerade die Schöpfung, wo immer wieder gesagt wurde, und Gott sah, dass gut war. Und jetzt zum ersten Mal sagt er, irgendwas ist nicht gut. Also, was ist nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Gottes Antwort darauf ist: Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und mit Gehilfe oder Hilfe meint Gott nicht eine Küchenhilfe oder so, sondern jemanden auf Augenhöhe. Jemand, der mit mir zusammen wirklich unterwegs sein soll. In anderen Worten, richtige Beziehungen, gesunde Beziehungen sind nicht einfach nur: Ich sag was und du machst. Oder ich unterdrücke die Person. Oder umgekehrt, ich himmel die Person an, habe aber nie wirklich ein gescheites Gespräch mit der. Sondern eine gesunde Beziehung, zumindest wie sie mir entspricht, ist eben auf Augenhöhe. Das wird im Text sehr schön bildlich dargestellt. Adam, der erste Mensch, wird in einen tiefen Schlaf versetzt und dann nimmt Gott eben die Rippe von einer seiner Rippen und formt daraus die erste Frau, Eva. Und das ist eben bildlich dafür, dass Eva aus demselben Holz geschnitzt ist, sozusagen. Sie ist wie aus dem gleichen Element wie Adam, Seite an Seite, auf Augenhöhe ein Gegenüber. Darum jubelt Adam auch, als er Eva zum ersten Mal sieht: Endlich habe ich ein Gegenüber, endlich Fleisch von meinem Fleisch. Das kann für uns vielleicht auch ein erstes Bild sein, wenn wir denken, ja, wie wollen wir hier miteinander unterwegs sein, dass wir möglichst versuchen zu erkennen, wir sind alle, egal wie unterschiedlich wir sind, aus einem Fleisch. Wir haben alle diese Fähigkeit, mit Menschen in Beziehung zu treten. Wir sind alle darauf angewiesen, in Beziehung zu sein. Wenn wir also aufhören, unsere Schubladen wahrzunehmen und zu denken, ja, der ist aber so, also mit dem kann ich ja gar nicht, weil und so, sondern dass wir möglichst auf Augenhöhe, gegenüber, nicht herablassend, nicht idealisierend, sondern gegenüber unterwegs zu sein.
Betonung möglichst, weil natürlich Eltern und Pfleger, natürlich ist das nicht auf einer Augenhöhe, aber soweit es eben möglich ist, sich die Person wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, gegenüber unterwegs zu sein. Also gesunde Beziehungen im Garten Eden, Adam und Eva, Gegenüberstellung und Transparenz und ja, volle gesunde Beziehungen, das macht das Leben irgendwie glücklich. Wie wir alle wissen, ist das nicht so geblieben, sondern wir leben auch in einer Welt von kaputten Beziehungen. Das nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde kommt eben in der biblischen Überlieferung in Kapitel 3 von 1. Buch Mose in die Welt. Da fängt es eben an, dass Menschen Gott nicht ganz vertrauen und irgendwie was für sich selber haben wollen, anstatt ja, miteinander unterwegs zu sein. Sie wollen nur was haben, was will ich. Und da fängt eben dieses Beziehungsnetz an, Brüche zu bekommen. Deswegen geht es im Evangelium auch ganz stark darum, Beziehungen zu heilen, Sünde zu vergeben. Also, dass wir lernen, miteinander und mit Gott in gesunden Beziehungen zu leben, damit diese Taten, die unsere Welt, unsere restliche Welt und auch uns selbst kaputt machen, vermeiden. Aber es geht eben um eine Ebene tiefer. Es geht nicht nur um, was wir tun, sondern auch, wer wir sind oder eben auch nicht sind. Als nächstes wollen wir mal ein paar Sachen anschauen, die uns helfen können, ganz praktisch diese zwischenmenschlichen Beziehungen zu leben. Eine erste Sache ist eine Gegenüberstellung von zwei Arten, wie wir Beziehungen erkennen können, nämlich Individualismus und Kollektivismus. Individualismus heißt, meine Interessen stehen über dem Rest. Also wenn ich entscheiden muss zwischen dem, was will ich, was ist mein Traum, was ist mein Wunsch und was wollen die anderen, dann entscheide ich für mich selbst. Das ist in unserer Kultur in Deutschland und in anderen westlichen Kulturen, USA, Frankreich, Australien, sehr typisch, wo es eben darum geht, lebe deinen Traum, sei du selbst, du musst dich selbst verwirklichen und so. Und das ist super wichtig, dass Menschen zur Geltung kommen, dass sie ihre Gaben entdecken und auch selber erkennen können, wer bin ich eigentlich und was will ich. Aber wenn wir das überbetonen, dann haben wir ein Problem, weil wir dadurch dann auch vereinsamen, weil wir nicht in der Lage sind, uns auf andere Leute einzulassen. Wir sagen, ja, es geht ja nur um mich und wenn du anders denkst als ich, dann, ja, tschüss. Dann lassen wir uns gar nicht mehr darauf ein. Oder auch Beziehungen, da lassen wir uns gar nicht darauf ein. Der Gegenpol davon ist Kollektivismus, also Gemeinschaftswesen. Aber eben nicht nur, ich habe Freunde oder so, sondern das ist eine Einstellung, dass im Grunde genommen die Entscheidung der Gruppe wichtiger ist als ich. Es geht dann bei Kollektivismus ganz stark darum, was will die Gruppe? Was sind die Werte der Gruppe? Was erwartet man von mir? Was denken die anderen von mir? Und auf der Grundlage entscheide ich. Und gar nicht mal so sehr, was will ich, sondern was wollen die anderen. Diese Haltung ist bis heute sehr weit verbreitet in kollektivistischen Kulturen, also in Südamerika, Afrika, Asien, im Grunde genommen alle Kulturen, die nicht westlich sind und auch die meisten Kulturen der gesamten Menschheitsgeschichte waren und sind kollektivistische Kulturen. Schwäche, wenn man zu weit auf diese Seite reingeht, ist aber, dass man dann irgendwie untergeht. Beide sind wichtig, beide haben Stärken und Schwächen. Es geht um eine Balance. Also Beziehungen sind zum einen, ich komme zur Geltung, ich lerne mich selbst kennen, ich bin glücklich in einer Beziehung, aber andererseits kollektiv, es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur darum, was ich will, sondern es geht um eine Gemeinschaft. Es geht zum Beispiel um das, was in unserer Gesellschaft wichtig ist oder was in meiner Gemeinde wichtig ist oder in meiner Familie oder was kann ich anderen tun und nicht nur, was können andere mir geben. Wir brauchen also eine Balance. Und zum Schluss noch 3 Grundregeln, wie wir Beziehungen gestalten können. Die erste Grundregel lautet, die einzige Person, die du verändern kannst, bist du. Da sind wir also beim Ich, sozusagen individuell. Und das ist interessant, weil egal, ob wir individualistisch oder kollektivistisch drauf sind, häufig wollen wir die Verantwortung auf andere abschieben. Ja, die haben was falsch gemacht. Wenn die nur so wären, wenn die nur was gesagt hätten. Mag ja auch alles stimmen, aber du kannst die andere Person nicht verändern. Du kannst nur verändern, wie du denkst und wie du in Beziehung mit Gott und anderen Menschen unterwegs bist. Also der erste Schritt, erkenne die Verantwortung an.
Die einzige Person, die du verändern kannst, bist du. Die zweite Regel lautet, Beziehung ist immer in Bewegung und das braucht Zeit. Wir wollen häufig sofort Veränderungen haben, aber Dinge passieren eben nicht über Nacht. Beziehungen sind eben dynamisch. Dynamisch bedeutet, sie bewegen sich wie so ein ganz langsamer Tanz zwischen zwei Partnern. Es sind Schritte, die sich langsam bewegen, aber halt eben nicht vorhersehbar, wie jetzt irgendwie so eine Umlaufbahn von so einem Planeten oder so. Die Zusage ist eben, es bewegt sich. Es bewegt sich langsam, es bewegt sich unvorhersehbar, aber es bewegt sich. Wohlgemerkt, es ist ein Unterschied, wenn jemand sagt, ich will mich verändern, will es aber eigentlich gar nicht oder ist einfach nicht in der Lage dazu, dann kann man auch getrennte Wege gehen. Also es geht hier nicht darum, dass wir keine getrennten Wege gehen sollen, wenn irgendwie Missbrauch oder schwierige Sachen, Krisen da involviert sind. Aber es soll heißen, dass selbst wenn Leute bereit sind, gesunde Beziehungen zu pflegen, trotzdem braucht es Zeit und die sollten wir geben. Und die dritte Regel ist, reife Liebe dient dem anderen, nicht nur mir selbst. Im Deutschen sagen wir ja Liebe, das kann alles bedeuten von ich mag ein Sandwich zu ich liebe meinen Ehepartner. Aber im Griechischen ist es so ein bisschen genauer, was damit gemeint ist. Und zwar haben wir Unterschiede zwischen Eros, Philia und Agape. Eros ist so begehrende Liebe, ich will dich haben, also sexuelle Liebe, aber auch romantische Zuneigung. Und das ist an sich nichts Schlimmes, sondern es verbindet uns ja auch mit der anderen Person, ich will das irgendwie. Es ist nicht einfach nur passiv, ja, okay, es ist irgendwie gut, sondern ich will das. Aber wenn wir nur uns auf Eros berufen, dann ist es zwar spannend, aber nie wirklich tiefgehend, weil es immer nur um mich geht. Philia ist nun schon mal ein bisschen was anderes. Da geht es um freundschaftliche Liebe. Also wie können wir einander helfen? Aber es geht trotzdem darum, was kann ich aus der Beziehung rauskriegen. Also du hilfst mir, ich helfe dir. Ist schon mal anders als Eros, aber halt eben auch Gegenseitigkeit oder ich will was davon haben. Die dritte Form von Liebe ist Agape. Und im christlichen Glauben, das ist so die einzige Form der Liebe, die wirklich dem anderen dient, ohne Selbstzweck. Es geht nicht darum, was gibst du mir oder was kann ich irgendwie gewinnen, sondern ich liebe die Person bedingungslos. Und das ist die Art von Liebe, die wir uns alle wünschen, die aber sehr schwer ist zu geben. Ich würde sogar sagen, es ist unmöglich, sie zu geben, ohne Gottes Hilfe. Wenn wir aber in Beziehung mit Gott sind, hier in Beziehung zu Gott in der Mitte, dann sind wir in der Lage, auch diese Liebe an die restliche Schöpfung und an andere Menschen weiterzugeben. Natürlich nicht perfekt, wir sind immer noch Menschen, aber ohne Gott ist es gar nicht möglich. Aus christlicher Perspektive also der Impuls, wenn wir wirklich reife Liebe erleben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, reife Liebe weiterzugeben. Und wenn wir reife Liebe weitergeben wollen, dann brauchen wir die tiefe Beziehung mit Gott, die wir pflegen und wo wir immer weiter davon erfüllt werden, damit wir auch in die Lage kommen, das weiterzugeben. Es gibt viele andere Impulse, die ich sagen könnte, aber das war's für heute, lieber Weltgestalter. Ich hoffe, du konntest dem was Positives entnehmen. Wenn dem so ist, dann schreib gerne, was dir aufgefallen ist oder welche Fragen du hast in die Kommentare. Like das Video, teile das Video und abonniere dir gerne den Kanal. Du kannst außerdem meinen Kanal auf Instagram abonnieren zum Weltgestalter. Außerdem kannst du, wenn du die Dinge in der Tiefe nachlesen willst, mein Buch Weltgestalter kaufen. Das ist seit letzter Woche im Handel. Zum Beispiel kann man das erhalten bei buchseben.de, Amazon oder SCM Shop. So ist mir auch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.